Der Altenberg im Kanton Basel-Land birgt viele Geheimnisse. Seit grauer Vorzeit suchen ihn die Menschen auf. Eine der zahlreichen Fundstellen ist der Bürchlihau. Dort entdeckte man einen Schatz aus der Zeit der Kelten. Der keltische Silberschatz von Füllinsdorf wurde von ehrenamtlichen Mitarbeitern der Archäologie Basel-Land entdeckt. Sie waren auf der Suche im Umfeld von Augusta Raurica, haben eigentlich auf römische Funde spekuliert und das erste, was sie dann auch tatsächlich gefunden war ein eiserner Schlüssel, relativ klein. Sie fanden das ein bisschen armselig. Sie haben dann entschieden, diese Stelle mal vorläufig nicht mehr weiter zu begehen, kamen dann aber nach ein paar Monaten wieder zurück an diese Stelle und dann kam eine Silbermünze nach der anderen zum Vorschein. Die Fundstelle wurde anschließend von der Archäologie Basel-Land eingehend untersucht. Während der Arbeiten kamen noch viele weitere Münzen ans Licht. Am Ende, auch nach den Nachuntersuchungen durch die Archäologie Basel-Land, war der Münzschatz mit 355 keltischen Silbermünzen der größte vollständig erhaltene Münzschatz, der je in der Schweiz gefunden wurde. Ein sensationeller Fund, der Fragen aufwirft. Wie kamen die Münzen in den Bürchlihau am Altenberg? Einen so großen Schatz verliert man nicht einfach so. Diese 355 Silbermünzen wurden, nach allem, was wir wissen, bewusst deponiert. Und wahrscheinlich wurden die Münzen eben nicht im Boden vergraben, sondern in einem großen, hohlen Baumstamm versteckt. Die Niederlegung des Münzschatzes erfolgte in den unruhigen Zeiten um 90 bis 70 vor Christus. Damals wurden am Oberrhein mehrere offene Großsiedlungen aufgegeben und befestigte Anlagen gebaut. Doch was zog die Menschen vor mehr als 2000 Jahren in den Bürchlihau? Die Antwort liegt vermutlich in der Zusammensetzung des Waldes. Diese war damals wohl noch ziemlich anders als heute. Welche Bäume hier im Bürchlihau standen, wissen wir natürlich nicht mehr. Nach rund 2100 Jahren sind diese Bäume natürlich schon lange weg. Wir vermuten aber, dass es sich um einen lichten Eichenwald gehandelt haben könnte. Die Eiche war den Kelten heilig. Es war ihr wichtigster Baum und wir kennen das aus Asterix und Obelix und Miraculix. Wenn zum Beispiel eine Mistel auf einer Eiche wuchs, hat man der sehr große Heilkräfte zugesagt. Die Münzen wurden in der Folge bis ins kleinste Detail untersucht. Die Forschungen ergaben, dass beispielsweise in Süddeutschland, in den Siedlungen Altenburg und Manching bei Ingolstadt, Münzen mit den gleichen Stempeln geprägt wurden. Waren sie vielleicht im Besitz von einem oder mehreren Soldaten? Doch warum wurden sie gerade hier deponiert? Weil wir bei der Fundstelle des keltischen Münzschatzes keinerlei Gebäude entdecken konnten und auch sonst keine Spuren von irgendwelchen baulichen Strukturen, gehen wir davon aus, dass es sich um einen heiligen Hain gehandelt hat. Also ein Waldstück, das mit großen alten Bäumen
besetzt war und als solches, als Naturheiligtum, den Menschen etwas bedeutet hat. Bei den archäologischen Ausgrabungen auf dem Areal entdeckte man neben den Münzen und einem Ringlein noch weitere interessante Artefakte aus der Zeit der Kelten. Nebst den keltischen Silbermünzen wurden auch noch andere Funde gemacht, die eben auch auf ein Heiligtum hinweisen können. Einerseits eine Lanzenspitze, also eine Waffe, und andererseits vor allem auch Fibeln. Fibeln, das sind Gewandnadeln, so kann man sich vorstellen wie eine Sicherheitsnadel, die man brauchte, um die Kleider zusammenzuhalten. Und diese werden eben auch sehr häufig in Heiligtümern niedergelegt, geopfert an eine Gottheit. Was für eine Gottheit das war hier, das wissen wir nicht. Vielleicht werden die offenen Fragen rund um den Bürchlihau irgendwann beantwortet werden. Doch bis dahin war der Altenberg dieses und seine anderen Geheimnisse.